Das Cloud-ERP Haufe X360 kann natürlich nicht nur E-Rechnungen empfangen, sondern auch X-Rechnungen und Zugpferdrechnungen verschicken. Wie genau das funktioniert, das erzählt uns jetzt meine Kollegin Anke. Hallo Anke und hallo Dirk. Danke, Inga, und hallo Anke. Hallo Dirk. Schön, dass du heute da bist. Du bist hierher gekommen und hast heute das Thema E-Rechnung mitgebracht in Verbindung mit HVX 360. Genau, Wir hatten das versprochen. genau. Wir hatten ja schon mal ein Video gedreht Ja. über den E-Rechnungseingang und heute wollen wir uns mit dem E-Rechnungsausgang beschäftigen. Und das ist alles im Standard von HVX 360. Genau, das Und, und du zeigst jetzt einmal, dass wir eine X-Rechnung erstellen genau. und dann zeigst du uns nochmal eine Zugpferdrechnung. Was unterscheidet die beiden? Das sind 2 verschiedene Formate. Das eine ist eine XML-Datei, Ja. die elektronisch eingelesen wird. Ja. Das andere Zugpferd ist auch eine XML-Datei, die aber eingebettet ist in PDF, also auch von einem Anwender noch lesbar wäre. Die kann man angucken, Genau, so ungefähr. genau. Die Ja. kann man dann anschauen oder elektronisch einlesen. Ja. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt einfach in den Rechnungsausgang, gucken uns da an eine Rechnung und sagen, die will ich jetzt verschicken, und dann wird halt kein PDF, kein normales PDF geschickt, sondern halt eine neue E-Rechnung. Genau. Ja, Die das wird ist ja nicht viel. Das müsste ja, da sind wir in 30 Sekunden fertig. Genau. Dann würde ich sagen, dürfen wir einmal deinen Bildschirm teilen? Gerne. Dann tun wir das mal. Da sind wir jetzt in welchem Dialog? Genau. Wir sind jetzt hier in den Ausgangsrechnungen, die ist schon erfasst und Ja. die ist auch schon freigegeben. Ja, Das ist ein Kriterium, nur freigegebene Rechnungen können ja per E-Mail verschickt werden. ja. Die E-Rechnungen werden ja üblicherweise per E-Mail verschickt, ne, weil es ja ein elektronisches Format sein soll. Und Das ist eine Rechnung, damit wir nachher auch sehen, ist das alles richtig wiedergegeben, über insgesamt 190,40 € inklusive Mehrwertsteuer. Und da sind wahrscheinlich auch noch irgendwelche Positionen drin, die sähen wir dann unten, ne? genau, ich habe hier einfach eine Mhm. Position zugefügt. Wir haben ja einmal Beratung für 1 Stunde. Ja, Ne? Ja. Genau. Da können auch diverse andere Einheiten abgebildet werden. Genau, es gibt hier so eine Ersetzungsliste. Wenn man andere Werte hat, die man in seiner Rechnung abrechnet, dann gibt es Ja. hier so Ersetzungswerte, was dann eben in dieser Dateistruktur abgebildet Ja. werden soll. Wir haben jetzt hier in dem Fall 1 Stunde. Ja, und das heißt, das wird technisch dann abgebildet mit HUR. Genau, ne? Das wird technisch übersetzt, Okay. damit andere Systeme das dann wieder einlesen können Ja. und wissen, wie sie das interpretieren sollen. Okay, das ist also alles vereinheitlicht, ne? 'Ne E-Rechnung sagt nicht nur, das ist eine Stunde oder ein Stück, sondern hat eine international einheitliche Bezeichnung für Stunde oder für Stück, und die ist immer identisch und alle Systeme können das dann verstehen, sprachenübergreifend. Genau. Das ist ja schon mal eine schöne Sache. Wie kompliziert ist das denn jetzt, diese Rechnung an die Deutsche Bahn auf den Weg zu bringen? Genau. Also wenn es im System einmal eingeschaltet ist, dann kann ich im Kunden selbst einmal definieren, ne, dass er eine E-Rechnung per E-Mail erhalten kann. Ja, Und ich kann auch hier das Format einstellen. Ja. Ne? Ich kann eben zwischen Zugpferd und X-Rechnung wählen. Ich habe in dem Fall jetzt mal eine X-Rechnung ja. Da besteht gewählt. die drauf, ne? Genau, das wird mit dem Kunden dann auch so besprochen, Ja. was er da erhalten möchte. Er muss auch zustimmen. Mhm. Und dann würde ich diese Rechnung entsprechend erstellen. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, die E-Rechnung zu validieren, einmal eine Prüfung laufen zu lassen. Wenn das passiert ist, dann kann ich auch die E-Rechnung per E-Mail versenden. Ja. Einfach es dauert dann 'n Momentchen, dass er diese Rechnung im Hintergrund erzeugt. Ja. Hervorge Er erzeugt sie ja nicht nur, sondern er erzeugt jetzt auch den offenen Posten und alles, was so dazugehört, ne? Genau, ne? Das wird ganz normal beim Freigeben halt gebucht und der offene Posten dazu Ja. erzeugt. Ich kann jetzt hier in den Aktivitäten kann ich jetzt die E-Mail abrufen, die Mhm. da können auch Mhm. eigene Buddies halt verwendet werden, ganz Ja, normal. Also Variablen. normale Rechnung per E-Mail Ja. versenden, da gibt es Normalerweise Lied. fügt man dort Namen ein oder Ähnliches. Ja. Dann
ist diese E-Mail jetzt rausgegangen beziehungsweise mit dieser XML-Datei und die Deutsche Bahn wird das automatisch versenden. Genau. So einfach funktioniert das. Genau, ne? Wird das üblicherweise Ja. an Rechnungskontakt, Ja. Rechnung@Deutsche Bahn oder ans Rechenzentrum schicken und das Ja. wird dann da elektronisch eingelesen. Und das Ganze, das sieht dann eben für den Anwender so aus. Das ist halt für, den normalen Anwender so nicht lesbar. Mhm. Das ist Mhm. wirklich 'ne Datei, die Ja. Die elektronisch ist nur noch eingelesen werden. maschinenlesbar. Genau, das Ja. ist eine X-Rechnung, die ist Mhm. maschinenlesbar. Zumache. Dann haben wir hier noch 'ne weitere Rechnung. Die geht jetzt hier an DB Fernverkehr. Ja. Kann ich auch noch mal einmal Das sind kurz wieder 160 €. Genau, da war ich jetzt nicht so Mhm. kreativ. Ja. Genau, E-Rechnung per E-Mail versenden. In dem Fall habe ich hier 'ne Zugfahrtrechnung Ja. eingestellt. Die werden jetzt 'ne Zugfahrtrechnung von mir bekommen. Zugpferd ist das Format, wo ich ein normales PDF eigentlich verschicke und in das PDF ist diese XML-Datei, die sieht genauso aus, eingebettet. Wichtig ist, wenn ihr solche Rechnungen bekommt, ihr arbeitet immer auf dem digitalen Teil. Das heißt, das, was sozusagen der sichtbare Anteil ist, das ist zur Information, das ist aber nicht buchhalterisch relevant. Also rechtlich relevant für die Rechnung ist das, was in der digitalen Rechnung drin steht. Ne? Okay. So, jetzt haben wir hier wieder, jetzt haben wir die Rechnung. Die kannst du wieder per E-Mail versenden. Genau, die würde Mhm. ich auch wieder per E-Mail versenden. Ja. Da läuft dann ja im Hintergrund ein Job, der alle E-Mails sukzessive abarbeitet, zur gegebenen Zeit. Ähm, Du hast so 'n Checker mal mitgebracht, damit man Genau. mal zeigen kann, was der Unterschied ist zwischen einem normalen PDF und einer, Zugfahrtrechnung. und einer Zugpferdrechnung. Das kann übrigens jeder benutzen. Auf welcher Adresse finde ich das? Genau. Ich habe hier einfach, den Ja, E-Rechnungschecker. ja, Das hatten wir jetzt vorhin schon mal vorbereitet, die Rechnung hier einmal ja. einzulesen. Ähm, Das ist ja jetzt auch 'ne Rechnung. genau, weil die Das ist die, die wir vorhin hochgeladen haben, genau. genau. Mhm. Die hat nämlich die Endung PDF. Ja, Dadurch sieht das jetzt durch den Anwender, wenn ich die per E-Mail erhalte, so aus, als hätte ich 'ne normale ja. PDF-Rechnung erhalten. Da ist aber ja 'n Anhang. Hier Genau, steht 'n Anhang Faktur-X.xml. genau. Und da ist dieser XML-Teil, den wir grade gesehen haben, der ist quasi in diesem PDF Ja, mit verarbeitet und deswegen, habe ich die hier ja. eingelesen. Das ist jetzt die Ansicht sozusagen, wie das neutral angezeigt werden würde. Genau, Nicht wie das PDF aussieht, sondern das ist einmal die Abbildung, wie diese Rechnung dann sozusagen aus der digitalen Version umgewandelt aussieht. genau. Die ist Ja. also aus Mhm. diesem XML-Teil hier elektronisch schon erzeugt. Ja. Wenn man hier weiter runter man kann sich eben mit diesem Checker, Mhm. das auch einmal hier sind die ganzen Informationen, die Ja. ausgelesen werden. Wenn man hier etwas weiter runter geht, dann kommt dieser XML-Teil, den wir grade auch schon mal gesehen hatten. Ja. Das ist der Teil, der dort eingebettet ist. Genau. Und dann gibt es in X360 noch eine weitere Besonderheit. Ja. Will ich auch noch mal eben einmal kurz drauf eingehen. Und zwar haben wir hier die Steuer-IDs, Ja. die verwendet werden. Und in den Steuer-IDs wiederum sind diese Codes Ja. hinterlegt und auch Steuerbefreiungstexte, die in der E-Rechnung verwendet werden. Ja. Das müsste dann auch entsprechend einmal gepflegt werden und kann angepasst werden. Wenn ich jetzt nicht, im Standard arbeite, habe mir eigene erzeugt, müsste ich Mhm. das noch mal einmal anpassen, Ja. weil auch diese Dinge ja übersetzt werden müssen. Mhm. Ne, das ist mir in der Finanzbuchhaltung ja immer wichtig, dass Mhm. auch die Steuerbefreiungstexte und die, Codes mit auf der Rechnung stehen. Das heißt, die muss ich zu meinen in diesem Fall zum Beispiel zu den Datenschlüsseln auch mit hinterlegen Genau, und, dann werden die übersetzt, damit, die Rechnung weiß, was dort als Grund anzuwenden ist. genau. Ja, okay, Mhm. alles klar. Und im Groben war das schon der Prozess. Das Ja, Ganze kann ich natürlich auch in der Massenverarbeitung, also ganz gewohnt auf den gewohnten Wegen, wie ich ja, normalerweise Rechnung verschicke, kann ich eben auch E-Rechnung verschicken. ja. Das heißt, für dich ist eigentlich die Rechnungsgenerierung genauso, als wenn du PDF machst. Du kannst das sogar in einem Lauf, glaube ich, machen in der Massenverarbeitung. Genau, man kann da Und entscheiden. ja, ne, weil du sagst dann einfach nur: „Ich möchte meine Rechnung in der Massenverarbeitung generieren.“ Und der schaut ja jedes Mal in den Kunden: „Aha, jetzt möchte ich der möchte 'n PDF haben, der möchte 'ne X-Rechnung haben, der möchte 'ne Zugwertrechnung haben.“ Und die werden dann automatisch in die E-Mail gestellt und versendet. Schöner kurzer Überblick. Ich danke dir, Anke.
Ja, sehr gerne. Und dann sind wir wieder bei Inga. Tschüss. Ganz vielen lieben Dank für diesen Überblick. Wer noch das Video zu den Eingangsrechnungen schauen möchte, der kann gerne unten in den Kommentaren zum Video schauen. Da habe ich das Video verlinkt. Und ansonsten gilt wie immer, bitte liked das Video oder kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Bis bald!